Achtung, Chamäleon. Verben mit durch, über, untermeistern. Also, ich bin jetzt echt bereit für Teil 3. Sicher? Heute kommen die Chamäleons. Okay, Anna, ich glaube, ich hab's jetzt mit trennbar und untrennbar. Aber diese wandelbaren Verben, diese Doppelpräfixe, von denen du gesprochen hast, die machen mir echt ein bisschen Angst. Wie soll man die denn auseinanderhalten? Keine Sorge, Lena. Es ist wie beim Chamäleon. Man muss nur genau hinschauen. Dann erkennt man die Farbe bzw. die Bedeutung. Erinnerst du dich an die mysteriöse Gruppe aus Teil 2? Die sich je nach Bedeutung verwandeln wie ein Chamäleon? Genau, die schauen wir uns heute an. Die 4 Hauptkandidaten sind durch, über, unter. Der Trick ist, die Bedeutung entscheidet, ob sie sich wie unsere Wegweiser aus Teil 1 trennbar oder wie die Superkleber aus Teil 2 untrennbar verhalten. Und das beeinflusst dann alles. Betonung, Satzstellung, Perfektbildung. Okay, die Bedeutung entscheidet über die Grammatik? Das ist ja spannend. Wie funktioniert das? Die Faustregel ist oft, wenn das Verb eine konkrete, wörtliche, oft räumliche Bedeutung hat, ist es meistens trennbar. Betonung auf Präfix, perfekt, mit, ge. Wenn das Verb eine abstrakte, übertragene, nicht räumliche Bedeutung hat, ist es meistens untrennbar. Betonung auf Stamm, perfekt, ohne G. Wenn du dir unsicher bist, frag dich, kann ich es anfassen oder sehen? Dann ist es wahrscheinlich trennbar. Und wenn es nur in meinem Kopf passiert, dann lieber nicht trennen. Genau, das ist eine super Eselsbrücke. Lass uns das mal durchgehen. Fangen wir mit durch an. Okay, durch. Stell dir vor, du gehst physisch durch einen Tunnel. Das ist konkret, räumlich. Das Verb ist durchgehen und es ist trennbar. Präsenz. Der Zug fährt durch den Tunnel durch. Betonung, durchfahren. Perfekt. Der Zug ist durch den Tunnel durchgefahren. Mit gehe. Okay, durchfahren, gleich. Physisch durch etwas fahren, gleich. Trennbar. Genau. Und jetzt stell dir vor, du denkst über ein Problem nach. Du durchdringst es mit deinen Gedanken. Das ist abstrakt. Das Verb ist durchdenken. Und es ist untrennbar. Präsens. Sie durchdenkt das Problem gründlich. Betonung, durchdenkt. Perfekt. Sie hat das Problem gründlich durchdacht. Ohne G. Anderes Beispiel, durchsuchen. Etwas gründlich absuchen. Abstrakt. Die Polizei durchsucht das Haus. Betonung, durchsucht. Sie hat das Haus durchsucht. Ohne GE. Wow! Okay, gleiches Präfix, aber je nach Sinn. Konkret versus abstrakt, andere Grammatik. Das ist der Schlüssel. Exakt. Machen wir weiter mit Überstrichen. Wieder das gleiche Prinzip. Denk an Wasser, das physisch über den Rand eines Glases läuft. Überlaufen ist trennbar. Präsenz. Vorsicht, die Milch läuft über. Betonung, überlaufen. Perfekt. Die Milch ist übergelaufen. Mit gehe. Okay, überlaufen, gleich. Physisch drüber, gleich. Trennbar. Und jetzt denk an Übersetzen. Du überträgst die Bedeutung von einer Sprache in die andere. Das ist abstrakt. Übersetzen ist untrennbar. Präsenz. Er übersetzt den Text ins Deutsche. Betonung, übersetzt. Perfekt. Er hat den Text ins Deutsche übersetzt. Ohne Ge. Anderes Beispiel. Überlegen. Nachdenken abstrakt. Ich überlege noch. Betonung, überlege. Ich habe lange überlegt. Ohne Ge. Verstanden. Konkret, physisch. Trennbar. Betonung vorne, mit, G. Abstrakt, übertragen. Untrennbar. Betonung auf Stamm, ohne, G. Du hast es.
Nächstes Chamäleon. Das kann auch beides. Stell dir vor, ein Auto fährt ein Schild physisch es fällt um. Umfahren, in dieser Bedeutung, ist trennbar. Präsens. Der LKW fährt das Schild um. Betonung, umfahren. Perfekt. Der LKW hat das Schild umgefahren. Mit GE. Anderes Beispiel, umsteigen. Den Zug wechseln, physisch. Wir steigen in München um. Betonung, umsteigen. Wir sind in München umgestiegen. Mit GE. Okay. Umfahren, umwerfen. Oder umsteigen. Gleich. Physisch, konkret. Gleich trennbar. Und jetzt die abstrakte Bedeutung. Stell dir vor, du fährst um ein Hindernis herum, du weichst ihm aus. Umfahren, in dieser Bedeutung, ausweichen, umgehen, ist untrennbar. Präsens, der Fahrer umfährt den Stau geschickt. Betonung, umfährt. Perfekt, der Fahrer hat den Stau geschickt umfahren. Ohne Ge. Und das eine Verb kann entweder etwas umfahren oder etwas platt machen bedeuten. Je nachdem, ob du elegant drumrum fährst oder halt, naja, nicht so elegant. Klareres Beispiel vielleicht, umarmen. Jemanden umfassen kann man als abstrakt sehen im Sinne der Geste. Sie umarmt ihre Freundin. Betonung, umarmt. Sie hat ihre Freundin umarmt. Ohne Ge. Okay, das ist manchmal etwas knifflig mit der Bedeutung, aber die Betonung hilft wieder enorm. Umfährt versus umfährt. Genau. Letzter Hauptkandidat, unterstrichen. Physisch unter etwas gehen, wie die Sonne am Horizont. Untergehen ist trennbar. Präsens. Die Sonne geht langsam unter. Betonung, untergehen. Perfekt. Die Sonne ist schon untergegangen. Mit GE. Untergehen, gleich, physisch drunter, gleich, trennbar. Und jetzt abstrakt. Jemanden beim Reden unterbrechen. Das ist nicht räumlich. Unterbrechen ist untrennbar. Präsenz. Bitte unterbrich mich nicht. Betonung, unterbrich. Perfekt. Er hat mich ständig unterbrochen. Ohne Ge. Anderes Beispiel. Unterschreiben. Etwas unterzeichnen, abstrakt. Er unterschreibt den Vertrag. Betonung, unterschreibt. Er hat den Vertrag unterschrieben. Ohne GE. Puh. Durch, über, unter. Das Prinzip ist klar, aber man muss bei jedem Verb genau auf die Bedeutung achten. Absolut. Das ist der Schlüssel. Und dann gibt es noch wieder. Das ist meistens trennbar und bedeutet erneut zurück. Wiederkommen. Sie kommt bald wieder. Sie ist wiedergekommen. Betonung, wieder. Wiedersehen. Wir sehen uns. Wir haben uns wieder gesehen. Betonung, wieder. Aber die große Ausnahme, wiederholen im Sinne von etwas noch einmal sagen, machen, ist untrennbar. Präsens. Können Sie das bitte wiederholen? Betonung, wiederholen. Perfekt. Er hat die Frage wiederholt. Ohne GE. Okay, wieder. Fast immer trennbar. Zurück, erneut. Außer wiederholen ist untrennbar. Verstanden? Genau. Und nur ganz kurz, weil sie oft zusammen genannt werden, die Präfixe hin und her sind quasi immer trennbar und zeigen die Richtung an. Hin, gleich, weg vom Sprecher. Her, gleich, zum Sprecher hin. Hingehen. Geh bitte dorthin hin. Er ist hingegangen. Herkommen. Komm mal bitte her. Sie ist hergekommen. Okay, hin und her sind die einfachen Richtungsanzeiger und immer trennbar. Das ist gut. So, Mini-Quiz. Trennbar oder untrennbar? Die Chamäleon Challenge. Okay, Chamäleon-Fans, jetzt kommt eure Challenge. Trennbar oder nicht? Schreibt eure Antworten live mit in die Kommentare und spult nicht vor. Bist du bereit, Lena? Ja, ich versuch's. Satz 1. Der Zoll durchsucht das Auto.
Was ist richtig und warum? Durchsuchen im Sinne von genau prüfen ist abstrakt, also untrennbar. Betonung auf Such, also der Zoll durchsucht das Auto. Perfekt. Satz 2. Bitte übersetz. Übersetz den Satz. Übersetzen von einer Sprache in die andere ist abstrakt, untrennbar. Betonung auf Setz. Also, bitte übersetzt den Satz. Korrekt. Satz 3. Er umfährt, fährt um den Baum, elegant. Bedeutung: ausweichen. Umfahren, ausweichen ist abstrakt, untrennbar. Betonung auf fährt. Also, er umfährt den Baum elegant. Spitze. Satz 4. Das Schiff ist untergegangen, Untergang. Untergehen, sinken ist physisch, trennbar. Betonung auf unter, perfekt mit GE. Also, das Schiff ist untergegangen. Exzellent. Du hast die Logik der Chamäleon-Präfixe voll erfasst. Juhu! Es ist knifflig, aber wenn man auf die Bedeutung und die Betonung achtet, geht es. Die Faustregel: konkret, physisch, gleich, trennbar, abstrakt, übertragen, gleich, untrennbar und die Frage: kann ich es anfassen? Sind super hilfreich. Das ist die beste Eselsbrücke dafür. Aber denk dran, am Ende muss man die Bedeutung jedes Verbs lernen. Diese Regel ist eine gute Orientierung, keine 100%ige Garantie. Und noch ein Profi-Tipp. Lena, wenn du mal unsicher bist, schau ins Wörterbuch. Gute Wörterbücher zeigen oft durch die Betonungszeichen oder die Angabe des Partizip 2 mit oder ohne GET, ob ein Verb trennbar oder untrennbar ist. Das ist super hilfreich beim Selbstlernen. Ah, stimmt. Ins Wörterbuch schauen. Gute Idee, danke. Puh, jetzt haben wir trennbar, untrennbar und die Chamäleons durch. Was kommt jetzt noch? Jetzt hast du die wichtigsten grammatikalischen Regeln drauf. Was jetzt noch fehlt, ist ein tieferer Blick auf die Bedeutungen der einzelnen Präfixe, wie wir es schon kurz angerissen haben. Wollen wir das vielleicht in einem extra Video machen? So eine Art Präfixlexikon? Oh ja, das wäre super. Verstehen, was ab, aus, sehr etc. oft bedeuten. Das würde das Vokabellernen sicher erleichtern. Abgemacht. Das wird dann Teil 4 oder ein Bonusvideo. Aber für heute Mission Doppelpräfixe erfüllt. Und ihr da draußen. Sind die Chamäleons jetzt weniger furchteinflößend? Jetzt seid ihr dran. Welche Chamäleon-Verben kennt ihr noch? Schreibt eins in die Kommentare. Mit Erklärung, ob trennbar oder nicht. Ich pick mir ein paar spannende Beispiele für Teil 4 raus. Und wenn ihr keine grammatische Verwandlung verpassen wollt, Abo dalassen und die Glocke nicht vergessen. Und natürlich ein Daumen hoch, wenn es geholfen hat. Vielleicht kommt ja bald das Video zum Präfixlexikon. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und denkt dran, auch Chamäleons kann man zähmen, mit Übung.